Alexa, möchtest du mich heiraten? Vielen Dank für die lieben Worte und dass du mich magst. Trotzdem denke ich, du wirst jemand finden, der besser passt. Hätte klappen können. An dieser Stelle natürlich herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe jetzt gerade den Amazon Echo 5 ausgepackt und jetzt steht er schon auf dem Tisch und natürlich, die 5. Generation des Amazon Echo ist jetzt am Start und wie die neue Generation aussieht und wie man sie bedient, was mehr geboten wird und natürlich, was anders gegenüber dem Vorgänger ist, klären wir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Nun ist es wieder mal soweit. Die 5. Generation vom Amazon Echo ist erschienen, steht bei mir jetzt direkt auf dem Tisch, gerade heute gekommen. Und was kann man denn an einem Amazon-Sprachassistenten noch besser machen? Die Antworten gibt's jetzt. Schauen wir uns als erstes mal an, was in der Verpackung ist. Ein schlichter Karton, aber trotzdem anspruchsvoll, wie beim Vorgängermodell, blau und mit den wichtigsten Informationen auf der Front- und Rückseite. Beim Öffnen der Verpackung fällt natürlich der ordentlich sortierte Inhalt auf. Gut beschrieben und sehr gut verpackt. Der Verpackungsinhalt besteht darin, dass du hier zweimal Anleitung bekommst für dein Echo Dot. Hier ist gleichzeitig noch die Bedienungsanleitung dabei. Hier nochmal ein paar Tipps für Wireless und andere Dinge. Dann gibt es ein Netzteil, direkt den Amazon Echo Dot 5. Das Netzteil ist dann einfach wieder einzustecken hier im Echo Dot 5. Den Echo Dot dann einfach an das Netz anschließen. Es ist nur eine Verbindung vorhanden und in die Steckdose einstecken und dann geht's los. Die Installation ist dann auch sehr einfach. Dein Echo richtet sich kurz ein, dann musst du dir in deinem Apple oder Google Store dazu die Alexa-App laden und folgst einfach den Anweisungen. Alexa-App mit dem Amazon-Konto verbinden und schon bist du nach wenigen Einrichtungsschritten fertig mit der Installation. Hallo, ich bin Alexa. Schön, dich kennenzulernen. Zur Beschreibung gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Hier vorne hast du das Display, was dir jetzt deutlich mehr anzeigen kann. Wenn wir Alexa etwas drehen, dann sehen wir hier oben die Aktionstaste. Hier kannst du dein Mikrofon an- und ausschalten und hier hast du die Laut- und Leise-Taste. Seitlich nur noch der Netzanschluss und unten befindlich dann der berühmte Alexa-Ring. Und mehr gibt es eigentlich nicht von der Beschreibung zu sagen. Für alle, die sich überlegen, in welcher Farbe der Echo Dot ins Wohnzimmer gestellt werden soll, es gibt die Möglichkeit zwischen einem Blau und einem sehr schönen Weiß. Ich habe mich in diesem Fall mal für das Weiß entschieden. Wer sein Echo Dot viel zum Hören von Musik verwendet, der wird feststellen, dass sich hier doch etwas deutlicher der Klang verbessert hat. Amazon verspricht eine Verbesserung der Bassfunktion und ebenfalls werden jetzt die Verzerrung vom Lautsprecher bis zu 50% mehr reduziert. Das erweiterte Display zeigt jetzt zusätzlich auch Songtitel an. Ein neuer Beschleunigungssensor sorgt für bessere Wiedergabe und ein neuer Temperatursensor, der kann ebenfalls deine Raumtemperatur genauer messen. Die Temperatur von Esszimmer ist 23,8 Grad. In Ludwigsfelde beträgt die Temperatur aktuell 18 Grad Celsius bei klarem Himmel. Der Wetterbericht für heute Nacht sagt eine auf- und abziehende Bewölkung voraus, mit einer Tiefstemperatur von 9 Grad. Alexa, stelle den Wecker auf 7 Uhr. Meintest du um 7 Uhr morgens oder abends? Ich meinte morgens. Wecker gestellt für morgen um 7 Uhr früh. Wenn dein Wecker läutet und du doch noch ein paar Minuten länger brauchst, bitte mich einfach in den Schlummermodus zu wechseln. Ich habe mir die Version mit dem erweiterten Display bestellt und diese kommt zu dir zum Preis von 69,99 gegenüber der normalen Version im Jahr 2022, die jetzt aktuell 56,99 € kostet. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr für 70 € diesen Amazon Echo kaufen würdet, weil die erweiterten Funktionen euch ausreichen, oder ob ihr eigentlich mit dem ganz normalen Echo zufrieden seid. Würde mich mal interessieren. Und jedem, der jetzt einen nagelneuen Echo kauft, der sozusagen noch keinen
zu Hause zu stehen hat, dem würde ich wirklich dieses Modell mit dem erweiterten Display empfehlen, weil hier einfach zum Sprachassistenten noch ein paar mehr Informationen dazukommen. Kommen wir mal zu meinem Fazit. Ich habe wirklich gedacht, beim Sprachassistenten kann man nicht mehr allzu viel besser machen, aber Amazon hat mich wirklich vom Gegenteil hier überzeugt mit dem neuen Echo 5 und von der Lautstärke her, beziehungsweise erstmal von der Klangqualität ist der wirklich besser geworden. Die Lautstärke reicht mir persönlich natürlich nicht aus. Beim Volumen 10, da knackt es schon ein bisschen, aber Volumen 9 und 8 sind völlig okay. Für mich könnte er ein bisschen lauter sein. Man darf natürlich keine Bass-Boombox erwarten, aber für Musik hören am Schreibtisch oder die Wiedergabe der Sprachbefehle, die man hier einspricht, dafür ist dieses Gerät optimal. Es macht alles, was ihm gesagt wird und es klingt nebenbei noch richtig gut. Es ist auch weiter möglich, deine Geräte zu verknüpfen. Wer mehrere davon kaufen möchte, erzeugt dann natürlich einen super Raumklang. Man kann die natürlich miteinander verbinden, genau wie es jetzt sozusagen als zusätzliche Anlage immer noch geht, dass man die mit dem Amazon Fire TV Stick verknüpft. Aber wer mehr Sound haben will, für den kann ich natürlich den Amazon Echo Lautsprecher empfehlen. Darüber habe ich ebenfalls ein Video gemacht, was hier verlinkt ist. Könnt ihr euch einmal anschauen, wenn ihr es etwas lauter haben möchtet. Das erweiterte Display hat mich echt überzeugt. Es ist einfach ein bisschen mehr. Wenn du hier was einsprichst, bekommst du dann die Temperatur angezeigt, beziehungsweise deine Weckzeit beim Wecker oder auch den Interpreten und den Titel von dem Song, den du dir gerade anhörst. Es ist so ein kleiner Kick, der so ein bisschen visuell überzeugt, nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen. Und wer was für die Augen braucht, der kann sich natürlich an dieser Stelle den Amazon Echo Show kaufen, ebenfalls Video von mir verlinkt. Da bekommt man mehr visuell und weniger Audio. Man hat ja immer so ein bisschen Angst, dass Amazon bzw. der Echo mithört, aber der Datenschutz, der hat mich bei diesem Gerät ebenfalls überzeugt. Das Mikrofon ist ausschaltbar mit einem Bumm. Zack, ist das Ding hier komplett rot und damit das Mikro ausgeschalten und da hört keiner mehr mit. Gleichzeitig kannst du natürlich auch deine ganzen Datenschutzeinstellungen nochmal in der App direkt einstellen oder du hast hier bei Alexa die Möglichkeit, das Ganze einzusprechen und per Sprachbefehl einzustellen. Smart Home Geräte steuern, Alexa befragen, Wecker stellen, Titelanzeige bei Musikwiedergabe als Lautsprecher am Fire TV anschließen und gut sieht der Echo auch noch aus. Die Farbe gefällt mir, der Echo gefällt mir und gleichzeitig ist es natürlich ein Update vom Vierer, was ich als sehr gelungen empfinde. Und wer ihn zum Preis von 69,99 € zu teuer finde, was ich nicht finde, der kann natürlich immer noch auf die Amazon Prime Days warten. Und da gibt es bestimmt ein Angebot, was diesen Amazon Echo 5 noch etwas günstiger macht. Ansonsten gibt es jetzt noch ein paar freundliche Alexa-Skills, die euch hoffentlich ein bisschen zum Lachen bringen. Alexa, gib mir Tiernamen. Hasso, Waldi, Brutus, Minka, Hansi. Alexa, jodel mal. Alexa, geh nach Hause. Na klar, ich folge dir von Steckdose zu Steckdose. Alexa, lass dein Haar herunter. Tut mir leid, aber da verwechselst du mich mit jemandem. Ich sitze in der Cloud, nicht im Turm. Alexa, Manna Manna. Du. Alexa, wer ist die Schönste im ganzen Land? Du bist die Schönste im ganzen Land, sagt das Spieglein an der Wand. Alexa, wie macht das Huhn? Gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Alexa, hast du einen Freund? Menschen dichten mir manchmal ein Techtelmechtel mit Siri an, aber da ist natürlich nichts dran. Alexa, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Ja, aber ich schau dich auch gern noch ein zweites Mal an. Alexa, bist du ein Vampir? Ich bin kein Vampir, aber meine Antworten haben trotzdem ordentlich Biss. Alexa, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Ich möchte der Computer von Raumschiff Enterprise sein. Alexa, wie heißt das Zauberwort? Sesam, öffne dich. Alexa, es ist Sommer. Du sitzt zu Hause und wünschst dir einen Urlaub her. Willst ne Insel-Sause und Entspannung mit viel Strand am Meer. Doch was Besseres als Mallorca gibt es dort, wo du bist. Und ich sag dir auch gerne, warum das so ist. Denn im Sommer werde
Alexa, kannst du Beatboxen? Alexa, wer hat an der Uhr gedreht? Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Das war's wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen und damit sehr gern bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye und winke winke.